Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um einen Hund, welcher oftmals als kleinere Alternative zum Dobermann gilt. Ein Hund, der sich optisch sehr stark an den Dobermann orientiert. Oder ist es umgekehrt? Es geht um den deutschen Pinscher. Radler oder glatthaariger, rauhaariger Pinscher wurden die Hunde immer genannt, die vor langer Zeit hauptsächlich von Bauern, Stallknechten und Fuhrleuten gehalten wurde. Diese Hunde hatten viele Aufgaben zu erledigen. Die mussten die Ställe vor Mäusen und Ratten sauber halten, die mussten die Fuhrwerke bewachen und alle Fremden, die sich näherten, wegbeißen. Das mussten sehr harte, geschickte, ausdauernde, aber auch genügsame Hunde sein. Wieso? Nun, deren Aufgabe bestand nicht nur darin, Stallungen zu bewachen, Fuhrwerke zu bewachen, sondern die waren auch mit dabei, wenn diese Fuhrleute auf Reise gingen. Und da kam es oftmals vor, dass diese Pinscher 20 Kilometer am Stück neben diesen Fuhrwerken herliefen. Doch wenn diese Fuhrleute rasteten, war es das noch nicht für den Pinscher. Auch da hatte er weiter zu arbeiten. Denn auch in den aufgeschlagenen Lagern musste er die Fuhrwerke bewachen. Und er musste selbst für sein Futter sorgen, denn nur selten gab es vom Besitzer Futter für diesen Hund. So ging der selbstständig jagen, zum Beispiel auf Kaninchen. Optik spielte damals recht wenig Rolle. Hauptsache war, die Hunde waren arbeitsfähig, hart, robust, mit einer gewissen Schärfe, ausdauernd und genügsam. Alle Hunde, welche sich als nicht geeignet zeigten, wurden auf verschiedene Art und Weise aussortiert. Unnütze Hunde, wenn man das so sagen kann, konnten sich diese Leute damals nicht leisten. Nach einer gewissen Zeit trennte man bei Verpaarungen diese glatthaarigen Pinscher von den rauhaarigen Pinschern. Und eigenartigerweise wurden diese rauhaarigen Pinscher diesen glatthaarigen oftmals vorgezogen. Diese rauhaarigen traten dann einen Siegeszug an, aus denen entstanden die Schnauzer. Und als 1895 der Deutsche Pinscher Club gegründet wurde, gab es nur mehr sehr wenig dieser glatthaarigen Pinscher. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie so gut wie ausgestorben. Es existierten fast keine mehr, doch ein gewisser Herr Werner Jung, der glaubte an diesen Mittelschlag-Pinscher, diesen glatthaarigen. Und der startete mit 4 übergroßen Zwergpinschern und einer Mittelschlag-Pinscherhündin ein Zuchtprojekt. Er weckte diesen Hund wieder zum Leben und 10 Jahre danach gab es schon wieder 500 glatthaarige deutsche Pinscher. Heute muss der deutsche Pinscher keine Fuhrwerke mehr bewachen. Er muss keine Stallungen mehr vor Ratten und Mäusen säubern. Und er muss keine Fremden mehr wegbeißen. Auch muss er nicht mehr selbst für seine Nahrung sorgen, indem er auf die Jagd geht. Heute ist der deutsche Pinscher ein ganz beliebter Begleit- und Familienhund, Sporthund und ein nicht zu unterschätzender Wächter. Die Gesamterscheinung des deutschen Pinschers präsentiert uns einen Hund, der auffällig nahe zum Dobermann hingeht. Ja. Und obwohl diese Optik, diese Dobermann-ähnliche Optik sehr vorherrschend ist, ja, hat dieser Hund, der deutsche Pinscher, zwar mitgespielt bei der Entstehung des Dobermanns, aber nicht in dem Ausmaße, wie man es annehmen kann bei dieser Ähnlichkeit. Ja. Also, Gesamterscheinung zeigt uns einen mittelgroßen, kurzhaarigen, extrem athletisch, aber dennoch schlanken Hund mit aufgewecktem Wesen. Ein wunderschöner Hund. Zwischen 45 und 50 cm Schulterhöhe dürfen Sie bei einem deutschen Pinscher erwarten. Und sie werden etwa 14 bis 20 Kilo schwer, also ein mittelgroßer Hund. Sie sind ausnahmslos kurzhaarig und es gibt sie in 2 Farbvariationen, nämlich in Rotbraun, wobei dieses Rotbraun verschiedene Intensitäten vorweisen kann, und in Schwarz mit braunem Brand. Auch dieser braune Brand erstrahlt in verschiedenen Intensitäten. Speziell die zweitere Farbvariation lässt uns diesen Hund als sehr Dobermann-ähnlich erscheinen und viele deutsche Pinscher wurden schon mit kleinen Dobermännern verwechselt. Ich kann das gut verstehen.
Den Charakter dieses Hundes zu erklären, ist nicht ganz einfach. Er ähnelt demjenigen seines großen Bruders ein wenig. Dennoch würde ich behaupten, dass der deutsche Pinscher vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kompliziert ist. Doch beginnen wir mal von vorn. Grundsätzlich sagt man, ist der deutsche Pinscher ein absolut loyaler, liebevoller, temperamentvoller Haushund mit sehr starker Familienbezogenheit, der sich überhaupt nicht als Zwingerhund eignet. Doch das ist sowieso ein eigenes Thema. Man sagt dem deutschen Pinscher aber auch nach, er kann ein Revoluzer sein. In welchem Sinne? Nun schauen Sie, man schreibt, man sagt, man behauptet, dass wenn der deutsche Pinscher keine klar strukturierte Rangordnung erkennt, er ihnen schnell mal an der Nase herumtanzen kann. Gleichzeitig betont man aber auch, eine überkonsequente Hand zu vermeiden, um das zu erreichen. Denn bei derartiger überkonsequenter Erziehung des deutschen Pinschers kann dieser Hund sehr schnell für einige Stunden sensibel beleidigt irgendwohin verschwinden und sie nicht mehr ansehen. Man muss ihn richtig packen können, ja? Aber er benötigt eine klar strukturierte Rangordnung, dieser Hund. Der kann hier schnell zum Revoluzer werden. Was man dem deutschen Pinscher auch nachsagt, ich habe das schon des Öfteren gelesen, ist, er gilt als sehr anpassungsfähig, was die Charaktereigenschaften seines Besitzers betrifft. Und es gibt in Österreich das Sprichwort, wie's Herrl, so ist Gscherl. Das bedeutet nichts anderes als so wie es Frauchen oder Herrchen, so auch sein Hund. Und das soll für den deutschen Pinscher als zutreffend gelten. Man sagt, er nimmt schnell Charaktereigenschaften seines Besitzers an. Deswegen sollten Menschen, die von Natur aus etwas zu nervös oder zu hektisch sind, davon absehen, sich einen deutschen Pinscher zu nehmen, weil er das dann auch wird. Ich sah schon Hunde, die ähnliche Charaktereigenschaften wie ihre Besitzer vorwiesen. Also dieses Sprichwort kommt nicht von irgendwoher. Also das sagt man dem deutschen Pinscher nach. Ja. Abgesehen davon gilt er als absolut toller Familienhund mit sehr ausgeprägtem Wachtrieb. Das ist ein fantastischer Wächter. Wir haben hier in Neudörfl 2 deutsche Pinscher, die mir bekannt sind. Beides sind Hündinnen und beide sind in einem herrlichen Rotbraun. Die eine deutsche Pinscherhündin ist eine gute Freundin meines Rüden, die andere eher weniger. Und wenn wir uns dem Grundstück ersterer nähern, die lebt dort zusammen mit einem Chapai-Mix, schlägt die zuerst mal heftig an, ja, und warnt uns. Doch sobald sie erkennt, ich bin das mit meinem Hund, verfällt sie sofort in den Freundlichkeitsmodus, begrüßt meinen Hund mit wedelnder Rute, winselt, meiner erwidert das. Eine tolle Hündin, eine tolle Wächterin, eine wunderschöne Hündin. Die andere wiederum, die etwas weiter entfernt wohnt, die mag uns überhaupt nicht. Wenn wir dort beim Grundstück vorbeigehen, gibt uns sie sofort zu verstehen, verschwindet hier, ihr habt hier nichts verloren. Ist ihr gutes Recht, das ist ihr Revier, das hat sie zu verteidigen, das steht ihr zu. Auch diese Hündin ist wunderschön, rotbraun. Beide Pinscherhündinnen sind unkopiert. Früher wurden sie oftmals kopiert an der Rute, an den Ohren, welches ihnen noch eine ganz besondere Ähnlichkeit zum Dobermann verlieh. Ja. Doch in Österreich und Deutschland ist das Kopieren verboten. Jetzt sehen wir diese Hunde hauptsächlich in unkopiertem Zustand mit langer Rute und Schlappohren. Deutsche Pinscher sind meiner Meinung nach nicht zu unterschätzende mittelgroße Schutzhunde, liebe Zuseher. Und ich brachte einmal ein Video über mittelgroße Schutzhunde. Mittelschnauzer dabei gewesen, Kettle Dog dabei gewesen, auch der deutsche Pinscher. Und ich sage Ihnen was, ich weiß, der deutsche Pinscher ist alles andere als ein Schwergewicht mit maximal 20 Kilo Gewicht. Doch unterschätzen Sie die Energie nicht, die ein entschlossener 20 Kilo schwerer Hund entwickeln kann. Und glauben Sie mir, wäre ich ein Schurke und würde mich gegenüber einem entschlossenen deutschen Pinscher befinden, ich würde diesen Hund nicht unterschätzen. Also, rein von der Effektivität her kann er es natürlich mit seinem großen Bruder, den Dobermann, auf diesem Gebiet nicht aufnehmen. Das ist klar, steht außer Frage. Dennoch kann er ein ziemlich guter Schutzhund sein. Ein toller Wachhund ist er allemal. Für wen eignet sich der deutsche Pinscher? Ich würde sagen, für alle Menschen, welche sich von der Optik eines Dobermanns angezogen fühlen, aber den Platz für einen Dobermann nicht haben. Die können spekulieren mit einem deutschen Pinscher. Für alle Menschen, die sportlich unterwegs sind, denn der deutsche Pinscher ist ein Sportler. Agility, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Gebrauchshundesport etc. Das ist ein Sportler. Für alle Leute mit Familie, Vater, Mutter, Kinder, der deutsche Pinscher, wenn er gekonnt erzogen ist ein traumhafter Familienhund. Aufgrund seines
manchmal recht komplizierten Charakters, den man packen können muss. Ja? Wenn man das kann, ist es ein absolut problemloser Hund. Aber würde ich jetzt behaupten, dass er nicht unbedingt der beste Ersthund ist. Dennoch geht er als Ersthund durch. Mehr als sein größerer Bruder, allein schon aufgrund dessen, weil er viel weniger Substanz vorweist. Aber man benötigt schon ein Händchen, um die ganzen positiven Charaktereigenschaften aus diesem Hund herauszukitzeln. Also davon bin ich überzeugt. Alles in allem ein wunderschöner, mittelgroßer, sportlicher Hund, der mir selbst sehr gut gefallen würde. Viel mehr kann ich von diesem tollen Pinscher aus Deutschland nicht sagen. Wie gesagt, nochmal, sind Sie interessiert am Dobermann, ist er Ihnen aber zu groß, der deutsche Pinscher bietet sich als Alternative für Sie an. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Liebe Zuseher, ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Das war's schon wieder.